herzlich willkommen zu dem Studis gegen Rechts-Kongress hier in Dresden. Mega geil, dass ihr alle schon da seid. Wir hatten die Studis gegen Rechts als Vorbild, die waren nämlich super cool. Die haben uns richtig motiviert und dann dachten wir uns, let's lass das auch machen. Ja, und dann hat alles begonnen. Wir waren 100 Studis, die zum ersten auf eine Plenum der Studis gegen Rechts Dresden gekommen sind. Und heute sind wir beim Kongress. Heute sind wir zwar noch nicht so viele, aber wir haben über 100 Anmeldungen. Also im Grunde geht es ja darum, dass wir die kleineren Ortsgruppen unterstützen, dass die sich aufbauen können und dass wir bundesweit die Aktion auch wirklich umsetzen können und gut vernetzt sind. Prozessvorschlag. Wir nennen das Vernetzungs-AG und gleichzeitig haben wir einen Vernetzungschat. Wir haben eine, die kümmert sich um Vernetzung und dann haben wir noch Studis gegen Rechts, Hype und Frankfurt schickt rein, ey, wir hier, das planen wir gerade und alle sind so, ja. Feier und so. Hype-Gruppe. Hype-Gruppe ist doch richtig gut. Ja. Okay, also Vernetzungs-AG und Hype-Gruppe. Das ist halt auch, das sieht ja so fast aus. Okay, natürlich. Nein, wir ertrinken. Mein Traum ist so, dass wir so bekannt sind wie Fridays for Future und das ist so jedem ein Begriff, wer wir sind und was wir machen und dass wir viele Menschen erreichen und dass wir es irgendwie umsetzen, dass zum einen die AfD-Wählerzahlen einfach runtergehen, dass sie so basically boykottiert werden und dann ein Verbot kommt. Die große Vision ist doch so ein besseres Leben für alle und die kleine ist so ein bisschen, dass wir unseren Widerstand organisieren. Oh, da ist eine Kamera. Hallo. Wollen Sie was sagen? Hallo. Wollen Sie was sagen? Es gibt noch andere Firmen. Ich habe hier Hausrecht vom gesamten Gewerkschaftshaus. Sie gehören einer rechtsextremen Partei an und deswegen möchte ich jetzt, dass Sie diese Versammlung hier verlassen. Wir versuchen einfach eine stabile Schülerinnenvernetzung aufzubauen und werden von Erwachsenen bedroht. Total gruselig. Ich habe auch gerade jetzt ja Leute rein begleitet, die halt irgendwie ja auch so voll jung waren. Und die meinten auch so, sie waren vorhin schon hier und sie hatten einfach richtig Angst. Also die haben irgendwie auch das Lonsdale gesehen, was sie getragen haben und halt diese Neonazis gesehen und sich dann halt auch nicht getraut, irgendwie an denen vorbeizugehen. Ich glaube, der Punkt ist ja auch, dass wir hier in Dresden das ein bisschen gewohnt sind und uns damit natürlich auch auskennen, wie man sich da so ein bisschen verhält und alles. Aber jetzt kommen ja auch ganz viele aus anderen Städten und dann ist es einfach irgendwie sehr peinlich, finde ich, dass erwachsene Menschen zu solchen Mitteln greifen, um hier politische Gegner einzuschüchtern. Was ist eigentlich passiert? Also Max Schreiber ist ein Stadt- bzw. eher Bundesland bekannter Neonazi und möchte regelmäßig Interviews führen. Und er hat auch heute angekündigt, hier zu filmen. Und darauf war die Reaktion, dass wir erstmal aus dem Umfeld Leute organisiert haben, geklärt haben, dass wir hier das Hausrecht haben, weil er sich auch unter einer falschen Identität hier angemeldet hat und ihn damit quasi von dieser Veranstaltung hier verwiesen haben. Also was diesen Kongress ausmacht, ist eigentlich vor allem, dass er von Schülern organisiert wird und für SchülerInnen ist. Das zeigt einfach, dass wir uns selbst auch helfen können. Wir als SchülerInnen haben eine entscheidende Rolle. Das haben die Nazis heute bewiesen, dass sie uns für so relevant empfunden haben, dass sie heute hergekommen sind, um uns zu stören. Die neue AfD-Jugend, die sich in Gießen dann gründen wird, das sind größtenteils Leute in unserem Alter. Und da ist es halt super wichtig, dass es Menschen auch in deren Alter gibt, die dagegen halten. Also ich glaube, mir hat es super geholfen, dass ich Vorbilder hatte. Also ich weiß, ein Mensch, der auch heute hier ist, war übelst das Vorbild für mich. Und ich glaube,
für mich ist es auch wichtig, für andere Menschen so ein Idol Idol zu sein und Menschen einfach zeigen, wie man sich engagieren kann und was bewegen kann. Ich hatte durch puren Zufall ein Praktikum in der Altenpflege über mehrere Wochen und ich habe die Arbeit dort wundervoll gefunden, die Arbeit mit den Menschen und die Arbeit im Team. Und es ist momentan gerade ein viel zu großes Gefühl der Machtlosigkeit, weil ich manchmal nichts anderes machen kann, als zuzusehen, wie meinen Kolleginnen rassistische Äußerungen gegenüber gemacht werden. Ich hatte ein Gespräch mit einer sehr überzeugten AfD-Wählerin. Also egal, was für ein Problem sie mit dem deutschen System hatte, mit der Gelderverteilung oder die Problematik im Gesundheitssystem, aus welchem Grund auch immer, kam sie immer auf diesem gemeinsamen Nenner, die Ausländer sind schuld. Dieses Gespräch hat mich sehr, sehr enttäuscht fühlen lassen. Also es ist ein sehr offener, zugewandter Mensch und ich habe nicht verstehen können, wie sie gegen diese spezifische Menschengruppe so wütend sein kann. Und eines Tages kamen so 2 Genossinnen von Azubis gegen Rechts zu uns in die Klassen rein. Diese 2 Jungs haben mir eine kleine Tür geöffnet. Sie haben mir einen Ort gegeben, wo ich mit gleichgesinnten Menschen darüber sprechen kann und auch etwas dagegen tun kann. Und auf einmal hast du so eine Gruppe von Menschen um dich herum, die wie so ein Supportsystem funktioniert. Und die Diskussionen im Alltag und auch der Rechtsruck und auch die Problematik auf Arbeit fühlt sich ein bisschen einfacher zu bewältigen. Ich habe Angst davor, in welche Richtung sich alles entwickeln, wenn wir nichts tun. Ich arbeite in der Pflege und ich sehe jeden Tag, wie sich die Arbeitsbedingungen verschlechtern, wie immer mehr Druck, immer weniger Zeit und immer weniger Wertschätzung für uns da ist. Ich engagiere mich bei Azubis gegen Rechts, weil ich glaube, dass unsere Arbeit und die Politik zusammenhängen. Weil ich sehe, dass viele von meinen Kollegen und Kolleginnen Angst haben, deren Meinungen zu äußern, aufgrund dessen, dass sie im Betrieb vor leicht recht gestimmten älteren Kolleginnen keinen Fuß fassen können. Deshalb bin ich heute hier, weil ich glaube, dass wir gemeinsam stark genug sind, etwas zu verändern, sei es in der Schule, im Betrieb oder in der Gesellschaft. Und ich bin auch nicht die Einzige, die Gründe hat, warum sie hier ist. Die haben wir alle. Genau, deswegen nehmt euch jetzt vielleicht mal so 2, 3 Minuten, nicht mit der Person neben euch, die kennt ihr wahrscheinlich schon, sondern mit der Person vor oder hinter euch. Und fragt die mal, was eigentlich ihre Gründe sind, heute hier zu sein. Allein in diesem Raum sind wir 100 Auszubildende. Denkt bitte an eure Freunde, an eure Kolleginnen, an euren Mitschüler. Jeder von uns kennt mindestens 2 Leute, die mit nach Gießen fahren würden. Frisch bei Azubis gegen Rechts und Gießen wäre für mich jetzt das erste Mal. Also ich kann die Angst verstehen, ich kann die Nervosität verstehen. Ich habe sehr viel davon und meine beste Freundin und ich hatten ursprünglich gedacht, dass wir zusammen hinfahren. Also hatte ich da so ein bisschen die Sicherheit, aber das wird jetzt zeittechnisch nicht so umsetzbar sein, weil sie auch mit der Uni viel zu tun hat und das ist auch vollkommen okay. Also wenn ihr euch das zeitlich nicht vorstellen könnt oder körperlich es zu anstrengend wird oder auch die Angst in der Hinsicht zu groß ist, müsst ihr euch dementsprechend keine Vorwürfe machen. Ich kann trotzdem noch mitfahren, auch wenn meine andere Hälfte nicht kann. Und ich weiß, dass ich eine wundervolle Bezugsgruppe in Azubis gegen Rechts gefunden habe. Ich persönlich habe jetzt nicht vor, mit Leuten zu pöbeln, erst recht nicht Polizisten. Deswegen werde ich mich ganz kuschelig in die Mitte verpacken. Und soweit ich weiß, hatte mir Koya zum Beispiel mal erzählt, die Bullen sagen Bescheid, bevor die irgendwo reinströmen, meistens.
Also ihr könnt jetzt aufstehen oder ihr könnt, ich hoffe es, ich habe es noch nicht erlebt. Also ihr könnt jetzt aufstehen, wir machen uns jetzt bereit, das aufzulösen und ihr könnt dann selber entscheiden, ob ihr aufsteht und weggeht oder halt sitzen bleibt und weiter protestiert. Das macht mir schon ein bisschen mehr Sicherheit zu wissen, dass okay, hey, ich kann jetzt entscheiden, wie weit ich gehe und wenn es mir zu weit geht, dann gehe ich zurück und verziehe mich. Und ja, ich hoffe, ich sehe vielleicht noch ein paar von euch in Gießen. Wir haben jetzt noch 7 Tage bis Gießen und wir haben noch so 100 Tickets übrig. Das heißt, wir müssen hoffen, dass sie jetzt in den letzten Tagen weggehen, weil sonst müssen wir das Geld halt für die Busse irgendwo anders herbekommen. Ja, deshalb gehen wir jetzt auch nochmal flyern mit unseren restlichen Mobi-Sachen und wollen nochmal so richtig viele Leute final ansprechen und denen sagen, yo, kommt mit nach Gießen, wir werden uns der AfD-Jugend widersetzen. Sehr geiles Banner. Reicht das? Ja, ich glaube, oder? Reicht. Ja, ich denke, wir werden so 18 Uhr aufhören, allerspätestens. Ich denke, bis 20 Uhr brauchen wir nicht. Genau. Super, ciao. Ja, wir können erstmal die hier nehmen. Warst du heute nicht in der Schule? Doch, ich hatte aber nur 2 Stunden. Mit mal leid checken. Wir sind ein bundesweites Bündnis, was sich zur Aufgabe gemacht hat, AfD-Parteitage zu verhindern. Und zwar jetzt nicht nur von der AfD, sondern wie ihr hier schön seht, auch von der AfD-Jugend. Die wollen sich jetzt in genau 7 Tagen neu gründen. Was haltet ihr davon? Also habt ihr Lust mitzukommen? Ich würde auf jeden Fall. Wollt ihr einmal schauen, ob ihr da Zeit habt? Ich weiß, ich bin Donnerstag und Freitag arbeiten. Ich bin halt auch bis 20 Uhr im Praktikum. Gut, dass wir erst 21:30 Uhr losfahren. Ja. Ja. Aber mega cool, dass ihr Lust habt. Vielleicht sehen wir uns beim Aktionstraining oder in Gießen. Ciao. Okay, ich glaube, ich habe gerade wieder 2 halbe Zusagen bekommen. Ja, ich habe auch eine halbe Zusage bekommen. Oh, es ist so arschkalt. Okay, also Misha ist schon unten, ist halt nur leider abgeschlossen. Also wir sind nicht so zu spät. Vor 3 Wochen war die Vollversammlung und allein das schon als Event. Für mich war das ganz neu und allein, dass wir so als eine ganz kleine Azubis gegen Rechtsgruppe so was Großes veranstalten konnten, war schon eine sehr große Sache. Und ich kann mich noch Anfang November erinnern, das war für mich mein größter Stresspegel im Moment, so vor so vielen Leuten zu sprechen und zu realisieren, was wir da gerade aufgebaut haben. Und heute, so fast eine Woche, bevor wir nach Gießen fahren, ist jetzt der Moment gekommen, wo es ernst ist. Deswegen auch heute das Aktionstraining, wo alles nochmal ausführlich erklärt wird, wo man gut darauf vorbereitet wird. Wir sprechen nicht nur davon, dass wir hinfahren, wann wir hinfahren, was wir machen, wenn wir hinfahren, sondern wir fahren jetzt hin. Jetzt macht man sich fertig. Es ist ernst.
Hallo, wie würden Sie jetzt wollen? Kommen Sie freiwillig mit? Ich leiste keinen Widerstand. Jetzt müsst ihr euch aber vorstellen, wir sind hier in der Turnhalle. Das ist ein netter Boden. Wir werden dort auf der Straße sitzen, oder Menschen werden dort auf der Straße sitzen. Das ist Asphalt und die räumenden Menschen sind durchaus nicht so nett wie wir. Und wir würden das jetzt als Übung machen. Ihr könnt euch entscheiden, wie ihr geräumt werden wollt. Wir würden jetzt anfangen, Leute wegzutragen. Hallo, okay damit? Ja. Hallo, wie würden Sie jetzt... Ich leiste keinen Widerstand. Hey! Ist okay? Wir werden immer mehr Azubis in die Gegenwehr. Wir werden immer mehr Azubis in die Gegenwehr. Azubis in die Gegenwehr. Alles klar. Wir würden sie jetzt wegtragen. Ey, das geht mir klar. Ja, wunderbar. Also im Falle jetzt, wo Leute nicht weggetragen werden wollen und sie sich richtig schön einhacken, was, wenn es dann trotzdem noch stark genug ist, dass sie nicht getrennt werden können? Was passiert dann? Das wird gemacht, bis es sich trennt. Also ordentlich. Oh. Es stehen jetzt, also falls ihr noch keine Weste habt, es stehen jetzt Westen an dem Baum da nach links. Also holt euch gerne noch eine, falls ihr noch keine habt. Ich hab mich verschluckt. So. Wir sitzen jetzt im Bus mit über 450 Menschen allein aus Dresden. Das ist so insane, weil wir einfach 8 Stunden fahren und das ist nur Dresden. Es sind Anreisen aus über 70 Städten aus ganz Deutschland. Wir werden uns mit 10.000 Menschen widersetzen. Ja, ich fand's gut. Ja, nehmen wir. War wieder ein bisschen lang, aber ich fand so den Inhalt gut. Soll ich kosten? Ja. Ah ja, okay, hier steht, sie haben alle angemeldeten Mahnwachen westlich der Lahn verboten. Ah, wild. Ich glaube, das eine ist auch, ob so die Gründung tatsächlich verhindert wird und aber vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, mit dem man so wieder nach Hause fährt, weil natürlich ist uns auch bewusst, so damit lösen sich nicht alle Probleme, die wir gerade in der Gesellschaft haben, und so dieses Gedankengut und diese Menschen, die das vertreten, wird es natürlich weiterhin geben, auch wenn sie vielleicht frustriert hoffentlich nach Hause fahren. Aber dass man auch da einfach mit so ein bisschen Energie auch wieder zurück nach Dresden oder wo sonst wohin nach Deutschland fährt, um diese Kämpfe eben auch weiterzuführen, weil es eben nicht mit einem so einem Tag wie in Gießen getan ist. Guten Morgen an die, die gerade aufgewacht sind. Bitte weckt alle aus eurer Bezugi oder guckt einfach, dass jetzt alle langsam wach werden und haltet einfach so euer Zeug bereit. Okay, ich glaube, die stehen auf. Also sind jetzt die Türen auf. Ja, genau. Danke, das war mega toll.
Wir blockieren gerade die Landstraße bei Gießen. Wir sind so viele Leute, wir sind über 1000 Leute. Allein in diesem Finger, es gibt noch viele andere und der Tag hat erst begonnen. Also fragt die Menschen neben mir vielleicht auch nochmal. Leute, ihr seht, da kommt Polizistinnen. Bleibt ganz ruhig, bleibt ruhig sein. Ja, aber Sie müssen jetzt überlegen, was hat das jetzt noch für einen Sinn? Das haben wir jetzt gerade auch nochmal. Die sind noch nicht in der Halle, ne? Doch, sind alle da. Sind alle da. Gerade überprüft. Genau, also unsere letzte Info ist so 10 Minuten alt und da hieß es, ein Drittel der TeilnehmerInnen wären da. Das wäre ja schon eine sehr andere Also Zahl. die ersten waren ja schon da, da war die Sonne noch nicht am Himmel. Die ersten waren schon um 6 da waren schon über 100 da. Ja, das geben jetzt unsere Quellen zumindest nicht her. Aber das können wir jetzt hier an der Stelle vermutlich auch nicht. Nee, wir werden das nicht auflösen. Also ich verlasse mich auf meine Quellen, Sie verlassen sich vielleicht auf Ihre Quellen. Ja. 10:13 Uhr. Ich wiederhole, Ihre Versammlung ist hiermit gemäß § 14 Absatz 2 Hessisches Versammlungsfreiheitsgesetz aufgelöst. Die Kollegen, unsere Polizei wird Sie mit Ruhe und Sorgfalt von der Straße entfernen. Ihr seid nicht allein! 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 Also fragt die Menschen neben mir vielleicht auch nochmal. Sagen. Wenn Sie jetzt nicht freiwillig ausziehen, müssen Sie jetzt machen. Ich kann mich erinnern, dass unsere Gesichter beleuchtet waren von Blaulicht und 2 Meter weiter weg von mir ein Polizist in Vollmontur stand. Er hat alle Gelenke geschützt, die er schützen könnte, und hatte so eine Knarre in der Hand. Helm zu, ich wusste nicht, wer vor mir steht, aber er hat uns gesehen. Und dann war ich da, um unsere Grundrechte mit Tausenden von Menschen zu verteidigen, und wir waren der Feind. Und das musste ich erstmal verstehen. Habe ich immer noch nicht verstanden, aber immerhin habe ich es sacken lassen. Ich glaube, wir können alle krass stolz sein darauf, dass wir so viele waren und ja auch 2,5 Stunden das geschafft haben, dass sie diese Neugründung dort nicht machen konnten. Als wir dann im Polizeikessel waren, war es halt natürlich für alle halt sehr anstrengend und auch körperlich anstrengend, aber ich habe halt dann auch zum Ende hin gemerkt, wie viel das auch gebracht hat, irgendwie da zu singen und sowas. Das hat so die Stimmung nochmal hochgebracht, vor allem halt, wenn man nochmal dieses Gemeinschaftsgefühl noch stärker hätte. Da gab es so eine Gruppe, die hat sich zum Auftrag gemacht, jeden peinlichen deutschen Song, Ja, Mark Forster. Au revoir, genau. Die haben wirklich einen Cringe-Berger nach dem anderen Schrei nach Liebe war genial. Schrei nach Liebe war... Aber da dachte ich mir halt auch so, das hätten wir halt eigentlich früher schon machen sollen, weil das hat halt irgendwie so die Stimmung generell nochmal viel mehr hochgezogen und sonst hätten wir das, glaube ich, auch nicht so lange durchgestanden da. Ansonsten bleibt noch gerne hier, quatscht ein bisschen und cool, dass du da warst. Antifa-Rakete? Ja! Ey! Antifa-Rakete, Leute.